Hi ihr Lieben, willkommen im nächsten Teil. 2 Boxen haben wir jetzt schon fertig mit Auszug und Bettkonstruktion. Auf der anderen Seite werden ja die Boxen auf gleicher Höhe gemacht, damit man es als komplettes Bett nutzen kann oder auch als kleines Bett, wenn ich alleine fahre. Genau, und jetzt machen wir die Boxen auf der rechten Seite. Wir fangen mit der Elektrobox an, die ist auch ganz einfach. Starten wir los. Für meine nächste Box habe ich mir eine stinknormale Holzbox gebaut. Nur dass ich halt keine Holzplatten hatte, sondern einzelne Bretter vom alten Dachboden. Deshalb habe ich mir diese wieder mit Taschenbohrungen zusammengefügt. Wie das mit den Taschenbohrungen funktioniert, habe ich ja schon in den letzten Videos erklärt. Deshalb schaut einfach diese an, wenn ihr nicht wisst, wie es geht. Im Nachhinein würde ich mir einfach Holzplatten für die benötigte Größe kaufen, weil es spart einfach so viel Zeit und es ist nichts schief und krumm. Aber ich wollte ja Geld sparen und mir hat das Holz einfach gefallen und es ist einfach auch zu schade für den Ofen. Aber gut, man lernt nie aus. Apropos Geld sparen. Ich habe natürlich nicht berechnet, dass ich dafür dann auch viel mehr Schrauben benötige. Ja, muss man abwägen. Nach dem Schleifen versuche ich die Teile einigermaßen gerade zusammenzuschrauben. Als dann alle Seiten fertig waren, habe ich mir noch an den kurzen Seiten eine Vorlage für einen Griff gemacht. Dafür habe ich einfach geschaut, was bequem für meine Hand ist, so dass ich reingreifen kann. Diese Vorlage zeichne ich mir auf beiden Seiten mittig auf der oberen Seite an. Hier prüfe ich nochmal mit dem Meterstab, ob es einigermaßen gerade ist. Um mit der Stichsäge den Griff ausschneiden zu können, bohre ich ein so großes Loch vor, dass das Sägeblatt durchpasst. Mit der Stichsäge schneide ich mir den Griff nun aus. Dann schleife ich ihn, damit ich mir beim Greifen keine Schiefer einziehe. Um das Brett zusammenzuschrauben, markiere ich mir die Stellen und bohre sie mir vor. Ich schraube schon mal die ersten Schrauben halb hinein. Hier habe ich das Versenken vergessen, deshalb habe ich die Schrauben nochmal herausgeschraubt und das noch nachgeholt. Dann schraube ich die Seiten zusammen.
Jetzt fehlt nur noch der Boden. Diesen habe ich mir schon auf die Größe angepasst. Dann muss er nur noch angeschraubt werden. Dazu bohre ich mir wieder ein paar Löcher. Dabei schaue ich per Augenmaß, dass ich das Holz auch erwische. Zum Glück haut das auch ganz gut hin. Dann versenke ich die Löcher und schraube die Bretter zusammen. Hier seht ihr wieder, wie verbogen das Ganze ist und man muss immer etwas tricksen, damit alles bündig wird. Auf die Box kommt ja kein Deckel, sondern ein Tisch. Dazu habe ich mir schon eine Seite der Beine gebaut. Diese liegen locker in der Box, damit der Tisch leicht hinein und hinausgezogen werden kann. Dazu habe ich mir die Höhe des Querbrettes angezeichnet. Die Höhe ist eigentlich egal. Hier markiere ich mir, wo ich bohren soll und bohre schon mal vor. Wie immer habe ich an den Schrauben gespart und würde empfehlen, 2 zu verwenden. Und ja, wenn ihr jemand habt, der gerade da ist, dann fragt ihn, ob er euch hält. Es wäre so viel einfacher gewesen. Dann mache ich wieder Taschenbohrungen, um die Füße an die Tischplatte zu schrauben. Auch hier würde ich wieder 2 Bohrungen statt einer empfehlen für mehr Stabilität. Und schleife sie ein bisschen. Die Tischplatte wurde genauso gebaut wie die Seitenteile. Dann messe ich mir nochmal ab, wo die Beine auf die Tischplatte geschraubt werden sollen und markiere mir die Stellen. Dann schraube ich die Tischbeine fest. Dann schleife ich die Box einmal ab.
Jetzt muss nur noch der Tisch höhenverstellbar werden. Dafür markiere ich mir die Tischbeine, wo gebohrt werden soll. Dann bohre ich in jedes Tischbein ein Loch. Um die gewünschte Höhe halten zu können, habe ich mir für jede Seite ein Brett in der gewünschten Höhe zugeschnitten als Stütze. So kann ich mir jetzt in der vorgebohrten Höhe auch in der Holzkiste ein kleines Loch markieren. Irgendwie hat das mit den Aufnahmen hier nicht hingehauen, aber ich glaube, ihr seht, was ich meine. Das Ganze hat dann auch nicht mit dem Befestigen der Schlagmuttern hingehauen in der fertigen Box. Deshalb habe ich dort, wo diese befestigt werden sollen, das Brett von der Box nochmal abgeschraubt. Dann bohre ich das Loch in der benötigten Tiefe. Leider war mein Bohrer nicht breit genug und ich hatte auch keinen anderen. Deshalb versuche ich hier, das ein bisschen mit Drehen des Bohrers zu kompensieren. Den Rest muss der Hammer ausgleichen. Jetzt wäre der verstellbare Tisch eigentlich fertig, aber ich habe mir gedacht, eine Tischverlängerung wäre auch ganz toll. Deshalb habe ich mir noch 2 Bretter in der gleichen Technik wie schon zuvor bei der Box zusammengeschraubt. Natürlich in der Breite des Tisches. Dort platziere ich mir parallel 2 Hölzer, die ich unten auf die Tischverlängerung festschraube. Die Bretter sollen circa so breit wie der Tisch ist auf einer Seite herausschauen. Dann markiere ich mir, wo die Verlängerung unterhalb des Tisches liegt mit dem Bleistift. Um diesen zu befestigen, habe ich mir 2 Bretter zugeschnitten, die genau der Länge nach zwischen die Tischbeine passen. Hier markiere ich mir dann, wo die Tischverlängerung durch soll. Mache diese aber lieber etwas breiter für den Fall, dass nicht alles so ganz gerade ist. Dann zeichne ich mir noch die Höhe ein. Jetzt schneide ich den Ausschnitt aus und schleife ihn noch. Nicht wundern, warum da noch eine Box ist. Ich habe parallel schon alles gebaut und die andere zeige ich euch in einem anderen Video. Zum Schluss schleife ich noch alles ab. Mit einem feuchten Lappen lasse ich die übrigen Fasern hochstehen, um nochmal drüber zu schleifen. Mein Exzenterschleifer hat da übrigens den Geist aufgegeben. Schon der zweite. Mein Fazit: Kauft euch keine günstigen. Ich habe mir hier den von meinen Eltern ausgeliehen. Der ist ohne Kabel und das ist so cool. Ja. Ich habe das richtig gefeiert. Also es ist so viel praktischer. Ach ja, und zum Schluss habe ich natürlich noch alles gestrichen bzw. eingelassen.
Ich hatte noch Arbeitsplattenöl und Hartöl übrig. Da beides beim Testen die gleiche Farbe hatte, nehme ich mal das und mal das andere, damit es reicht und ich nichts Neues kaufen muss. Beides wird auch mit dem Schwamm einmassiert, dann trocknen lassen und nochmal eine Schicht drauf. Den Lack habe ich nicht aufgenommen, aber den habe ich ja schon so oft hergenommen, zum Beispiel in dem Video, wo ich die Küche streiche. Da seht ihr, wie ich das gemacht habe. So, die Box ist fertig. Beim nächsten Mal geht es um die letzte Box. Das wird wieder eine Box mit Auszug, diesmal aber für die Kühlbox, also ein bisschen anders und mit Tisch. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ciao!